In diesem Video sprechen wir über die passiven Einnahmequellen für Grafikdesigner. Ja, wahrscheinlich hast du noch keinen Gedanken daran verschwendet, oder? Aber irgendwann einmal, wenn du jetzt auch in deinen 20ern, 30ern, 40ern, 50ern, meinetwegen auch 60ern bist, irgendwann möchtest du vielleicht aufhören zu arbeiten und in Rente gehen. Und wenn du dann nicht vorgesorgt hast und heute schon in die Rentenkasse einzahlst oder zumindest Aktienfonds hast, die irgendwann mal Geld abwerfen, dann sieht es für Grafikdesigner genauso aus wie für alle anderen, die nicht gearbeitet haben. Ich mache das in Anführungsstrichen, weil natürlich hast du gearbeitet, ist keine Frage, aber eben selbstständig gearbeitet. Und das führt dann dazu, dass du keine monatlichen Einkommen mehr hast, wie das eben bei der Rente so ist. Ne? Ist ja auch eine passive Einnahmequelle dann irgendwann mal. Sondern du hast dann eben gar keine Einnahmen mehr. In Deutschland haben wir da Glück, ne? Da gibt es dann noch die Grundsicherung, aber im Großen und Ganzen hast du dann erstmal nur noch ein minimales Gehalt. Ja? Und das können wir ändern. Als Grafikdesigner können wir das ändern. Wir haben hier auf dem Kanal auch schon darüber gesprochen, wie es mit der Rente für Grafikdesigner aussieht. Wir können das aber direkt so aufsetzen, dass wir passive Einnahmequellen haben. Bitte nicht falsch verstehen. Passiv heißt nicht, dass du nie wieder einen Finger dafür krumm machen musst. Ja, leider nicht. Aber du kannst natürlich heute schon anfangen, alles so aufzusetzen, dass es auch ja, im Alter noch Geld für dich abwirft. Und das ist absolut machbar mit passiven Einnahmequellen für Grafikdesigner. Bevor wir jetzt an den Computer gehen, schau einmal in die Infobox. Da habe ich unseren Kurs verlinkt. Passive Einnahmequellen für Grafikdesigner. Da zeige ich dir im Detail, wie du das für dich aufsetzt und so deine Rente aufbesserst, ja, wenn du irgendwo schon gearbeitet hast, oder auch, wie du dir eine komplette Rente daraus erstellst. So, ich habe mir jetzt hier einmal zwei Designer rausgesucht. Das ist einmal hier die Jennifer Nichols von Lila & Pooh Studio und einmal die Veronika Salach. Und beide verdienen ihr Geld mit Online-Kursen. Online-Kurse sind natürlich eine passive Einkommensquelle, die du haben kannst, um damit dein Geld zu verdienen, wenn du sie denn so aufsetzt, dass sie nicht alt werden. Manche Themen, wenn du zum Beispiel über Grafikdesign und die Farbtheorie sprichst, wird natürlich nicht alt. Ne? Also egal, welche neuen Erkenntnisse es da gibt, die Farben bleiben die Farben und werden auch in 50 Jahren noch die Farben bleiben. Wogegen andere Sachen, wenn du zum Beispiel Programme nimmst und darüber im Detail sprichst, kann es dir natürlich passieren, dass das alt wird und du das irgendwann neu aufnehmen musst. Deswegen Augen auf bei der Wahl deiner Online-Kurse, weil es kann natürlich immer sein, dass die sonst alt werden. Ja, ich habe jetzt hier einmal die Jennifer Nichols, die kann wunderschöne Zeichnungen in Procreate machen. Und ja, da wird es dann auch keine Rolle spielen, ob die Zeichnungen heute oder in 10 Jahren erstellt wurden, weil es wird immer aktueller Content sein. Ich scroll mal einmal hier durch, ob du das jetzt magst oder nicht, ob du die Muster schön findest oder nicht, ob du die benutzen könntest, ist einfach zweitrangig. Wichtig ist zu verstehen, sie hat ihre Art und Weise zu malen und dafür wird es immer Leute geben, die ihre Kurse angucken. Also wenn du jetzt denkst, ach, so möchte ich auch malen können, ich möchte mal hier so ein Gnom mit einem kleinen Fuchs malen können, dann wäre es natürlich eine Idee, sich ihre Online-Kurse anzugucken. Und sie hat hier eine Mitgliedschaft erstellt auf ihrer Webseite, um von allem anderen unabhängig zu sein. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf Classes and Community klicke, dann bin ich auf ihrer Webseite, die hat sie mit Teachable erstellt. Dort gibt es ganz viele ihrer Online-Kurse. Ja. Sie war vorher auf Skillshare. Und mittlerweile hat sie ihre Online-Kurse auch nur noch auf ihrer eigenen Seite. Warum? Nicht, weil sie so gerne Geld für Teachable bezahlt, weil natürlich das kostet monatlich Geld, sondern weil sie dann unabhängiger ist. Skillshare, da kann es passieren, dass die ihre Regeln ändern oder Udemy auch oder wie auch immer die Plattform heißt. Die können von heute auf morgen ihre Regeln ändern und dann ja, bekommst du statt der üblichen Bezahlung nur noch die Hälfte.
So ist es leider gerade bei Skillshare passiert. Ja, ich kann das mit Fug und Recht behaupten, weil wir unsere Kurse dort haben. Da wurde plötzlich ein anderer Fonds ausgeschüttet und dann gab es nicht mehr, ja, ich sag mal so 7, 8 Cent pro geguckter Minute, sondern nur noch 4. Und das ist natürlich ein sehr empfindlicher Einschnitt. Und wenn du mal weiter denkst und irgendwann vielleicht 100 Kurse auf Skillshare hast und so alle wollen, du vielleicht, was weiß ich, 5.000 Euro damit verdienst und dann plötzlich nur noch 2.500 bekommst, ist das ein empfindlicher Einschnitt. Natürlich, wer eigentlich direkt nur 500 verdienen will und nicht 5.000, ja, mag sein, ist okay. Und da wird es dann auch nicht ganz so schlimm sein, aber 500 oder 250 ist immer noch. Also deswegen bitte, im Englischen sagt man, don't put your eggs into one basket, also nicht alles in einen Korb werfen, sondern versuche zu verifizieren und schau dir genau an, auf was du dich verlassen sollst, beziehungsweise dass es besser ist, sich auf seine eigene Plattform zu verlassen, als auf eine fremde, in dem Fall Skillshare, Udemy oder egal wie sie heißen. Weil natürlich ist es ihre Webseite und die können die Regeln von heute auf morgen ändern und leider Gottes tun sie das auch hin und wieder mal. Ja, also ich bin jetzt hier bei Jennifer Nichols, Laila & Pooh Designs und sie hat dann halt ihre ganzen Kurse hier und dann kann ich hier sehen, was ich alles in dem Membership bekomme und dann kann ich auch erkennen, ob das etwas für mich ist, ob ich mich da eintragen möchte oder eben nicht. Ja, ist eine schöne Sache, ne? Hier $20 pro Monat oder halt ein bisschen weniger, wenn du vierteljährlich bezahlst, bei jährlich noch günstiger. So kann man noch was sparen, aber du kannst es erstmal ausprobieren. Ich habe noch eine zweite Designerin rausgesucht. Das ist die Veronika Salach. Ich habe mich für die entschieden, weil sie zum einen nicht so fürchterlich bekannt ist wie die eine oder andere, die ich schon mal hier auf dem Kanal vorgestellt habe. Zum anderen ist das eine Polin, die mittlerweile in Deutschland, in Berlin lebt und dort arbeitet. Und sie spricht auch Deutsch und Englisch. Und ja, die immerwährende Frage, Deutsch oder Englisch, ne? Die stellte sich hier bei ihr offensichtlich gar nicht. Die spricht 3 Sprachen und hat sich für Englisch entschieden, um ihre Webseite zu machen und ihre Online-Kurse. Ja, warum? Kann man ganz einfach herausfinden. Die meisten Leute sprechen Englisch. Ja, es kann so einfach sein. Also ich habe mir die Frage wirklich lange gestellt, soll ich die Kurse auf Deutsch und Englisch machen oder nur auf Englisch und nur auf Deutsch? Und mittlerweile denke ich, dass viele Deutsche auch Englisch sprechen und deswegen kann man wohl wahrscheinlich das gut und gerne auch nur auf Englisch anbieten. Wir bieten es hier noch auf Englisch und Deutsch an. Bitte in die Infobox gucken. Schau dir den Kurs Passive Einnahmequellen für Grafikdesigner einmal an. Der ist wirklich hilfreich für dich, wenn du deine eigenen passiven Einkommensströme erschaffen willst. Diese Online-Kurse sind nur eine Möglichkeit von vielen. Ich schaue jetzt einmal hier, wie die Veronika das gemacht hat. Und sie hat ihre Kurse auf Skillshare. Ich gehe da auch mal hin. Sie gibt nicht nur Kurse für Procreate, sondern auch für Affinity Designer. Also sie hat 2 Themen im Prinzip und hat hier ihre Online-Kurse. Ich kann dir jetzt nicht alles zeigen, weil ich mich jetzt hier nicht einloggen kann. Aber nichtsdestotrotz hat sie hier ihre Online-Kurse, hat auch einige Abonnenten und ja, hat damit Erfolg. Ich gehe nochmal zurück, weil das sind die einzigen Einnahmequellen, die sie hier hat. Also ihre Skillshare-Kurse und ihre Videos auf YouTube. Da gehen wir auch nochmal hin. Das ist natürlich etwas anderes als auf Skillshare. Es sind keine Kurse hier drin, sondern einzelne Videos nochmal. Und du siehst, auch da hat sie sehr viele Aufrufe und dementsprechend ist das wohl auch gefragt und kann sie damit auch ihr Geld verdienen. Ja, wie ist das jetzt für dich? Wie machst du das am besten? Überlege dir genau, was du tun möchtest. Möchtest du Online-Kurse anbieten, also lehren in irgendeiner Art und Weise? Und wenn ja, wo? Möchtest du das auf YouTube machen, so wie wir das hier machen, immer videoweise sozusagen, keinen ganzen Kurs, obwohl wir hier einige Playlisten haben, die schon eigentlich fast ein kompletter Kurs sind? Das wäre die eine Möglichkeit. Du kannst es natürlich auch auf Third-Party-Plattforms machen, wie zum Beispiel Skillshare und Udemy, also dass du eine dritte Person dazu nimmst oder eine dritte
eine dritte Firma dazu nimmst und dort deine Kurse anbietest. Oder aber du kannst es auch auf deiner eigenen Webseite machen und dort hingehen und sagen, okay, ich gebe monatlich das Geld aus, um meine eigene School zu haben und dort meine Online-Kurse anzubieten. Egal, wofür du dich entscheidest, ist es alles völlig legitim, aber bitte rechne einmal durch, was da für dich an Profit übrig bleibt und ob das auch genügend ist und vor allen Dingen, ob das auch in Zukunft genügend ist. Weil es geht hier wirklich darum, darüber nachzudenken, was du in Zukunft machst und wie du damit auch dein Geld verdienen kannst. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und wenn dem so ist, dann abonniere doch unseren Kanal, klick die kleine Glocke an, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten. Und vergiss nicht in die Infobox zu gehen und dir unseren Online-Kurs anzugehen und ja, klick auf den Like-Button. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.